Heute gibt es wieder etwas zu gewinnen. In der Küche von Fein Fein schmeckt's. Ein Teig wird gerührt, Schokolade erwärmt und es duftet wie auf der Kirchweih. Ein neues Küchengerät sorgt für kulinarischen Hochgenuss. Und ihr könnt es gewinnen. Bonjour, meine Lieben, ich habe euch heute mitgebracht etwas Leckeres aus der französischen Küche und zwar eine Crêpe. Und die kann man nämlich zu Hause selbst machen mit diesem kleinen netten Crepe Maker. Ja, den habe ich mir nämlich gekauft und ich wollte ihn mit euch zusammen testen. Ich habe jetzt da nichts davon, den habe ich mir wirklich selbst zugelegt und ihr habt aber was davon, nämlich ein tolles Rezept und ihr könnt ihn auch noch gewinnen. Und die Zutaten, die zeige ich euch jetzt. Wir brauchen 250 Gramm Mehl, 500 Milliliter Milch, 50 Gramm Butter, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, einen spritzigen Spritzer Mineralwasser, 4 glückliche Eier, ein wenig Nutella zum Befüllen und Schokosauce und Puderzucker zum Garnieren später. Ja, das ist soweit alles, was wir brauchen für unseren Teig. Die Butter müssen wir jetzt noch ein bisschen handwarm erwärmen und auch das Nutella. Und dann können wir schon starten. Der Teig ist fertig und ihr seht, es war ganz einfach und der ist auch schon so richtig schön fluffig und schaumig. Hier oben die Blasen von dem Mineralwasser, die haben das Ganze noch ein bisschen luftig gemacht und es geht wirklich zackig und der Teig ist fertig. Der ist auch ein bisschen flüssiger als normaler Pfannkuchenteig. Und den werden wir jetzt hier mal auf das Crepe-Gerät, das ist schon heiß, habe ich schon angeheizt. Oh, jetzt kann man sich so richtig schön die Hände wärmen hier und man kann sich auch verbrennen. Aua, wenn man drankommt, ist nämlich ganz schön heiß schon. Und zwar habe ich hier die Platte eingestellt zwischen 2 und 3. Das ist genau die richtige Stufe, die ich jetzt da probiert habe, dass es nicht verbrennt und auch nicht zu hell bleibt. Das Crepe, man könnte sich auch direkt das Spiegelei drauf machen. Das Einzige, was ich hier jetzt festgestellt habe, ist, dass hier zwischen 2,5 und fast 3,5 ist irgendwie so viel Spiel. Da tut sich also nichts. Da hat man überhaupt keinen Widerstand. Hier weiter hochwärts geht es dann wieder. Und das ist das Einzige, was mir jetzt hier aufgefallen ist an dem Gerät. Das einzige Manko. Ansonsten muss ich echt sagen, es ist ja wirklich eine ganz niedliche Sache. Und ich weiß gar nicht, wie ich bisher ohne einen Crepe Maker überleben konnte. Und wir machen uns jetzt ein paar leckere Crepe mit Nutella, wie auf dem Weihnachtsmarkt oder auf der Kirchweih. Herrlich! Und voilà, fertig angerichtet ist unser leckeres Crepe auf dem Teller mit ein bisschen Puderzucker und Obst dazu.
ganz herrlich und es geht so einfach und es ist gar nicht schwer und das könnt ihr zu Hause genauso. Und wenn ihr dann diesen Severin Crepe Maker dazu gewinnen möchtet, dann macht mit und schreibt in die Kommentare #Crepe Maker, wenn ihr den Kanal schon abonniert habt und schon länger dabei seid. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann abonnier doch auch und schreib in die Kommentare #Crepe Maker, denn dann bist du ab jetzt auch immer dabei am Mittwoch und am Sonntag. Dann sehen wir uns zum neuen Rezept und ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Glück beim Gewinnspiel. In 2 Wochen werden wir den Gewinner bekannt geben. Bis dahin, alles Gute euch. Am Mittwoch sehen wir uns zum Feierabendrezept. Eure Joanna. Macht's gut. Ciao, ciao.